Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind bei Saro, bauen eine Abgasanlage. Hallo und herzlich willkommen. Wie ihr ja wahrscheinlich im letzten Video gesehen habt, haben wir eine rückstandsfreie Downpipe gebaut. Und wie ihr wahrscheinlich beim letzten Video gesehen habt, haben wir ja auch einen Soundcheck gehabt. Aber das hat uns nicht gereicht, das Ganze. Und da dachten wir uns, da muss was Größeres her. Die ist auch schon soweit fertig, muss nur noch verschweißt werden. Wie ihr seht, die Endrohre liegen da jetzt noch frei rum. Die müssen noch dran geschweißt werden. Der Endtopf, den wir hier genommen haben, ist von Vibrant. Könnt ihr bei uns im Shop aufrufen. Das sind unsere Rohre, auch aus unserem Shop. Und die Dinger hier, die Endrohre, die hat uns der liebe Marco von Saro Exhaust angefertigt. Aus 102er Rohr abgeschnitten und das sind übrigens die Kappen für den Schalldämpferbau. Passen hier schön drin. 100 mm ist echt eine geile Größe dafür. Ist 100 oder 102? 102, 101,6 oder wie auch immer, was da hinaus. Moin, also Stand der Dinge ist erstmal, wir haben die Abgasanlage soweit durchgeschweißt. Wir müssen jetzt noch die Endrohre anpassen. Ist ja wichtig, dass sie am Ende auch vernünftig stehen, deswegen ist soweit alles vorgebaut. Wir müssen noch 2 Halter biegen, damit wir die hier links und rechts den vernünftig aufhängen können, damit es am Ende passt. Und dann machen wir mal weiter. Wir haben uns freien Lauf gelassen, die so groß wie möglich bis nach hinten zu bauen. Ich habe hier das Rohr gedrückt. Das ist keine Beule. Das ist einfach ja, bauartbedingt, sagen wir mal, damit die ganze Schäse nicht noch tiefer kommt und wir die so hoch wie möglich einbauen können, weil der Rohrbogen hier in 76 muss natürlich irgendwo Platz finden. Und es muss hier noch durch. Von daher habe ich hier das auf der Presse eingedrückt, so dass ungefähr noch mal 1 Zentimeter höher kommt. Wir haben einen so großen Rohrdurchmesser, dass die Abgase relativ langsam sind. Wir sind schon sehr groß. Also dem Motor nach oben hin leistungsmäßig ist da noch eine Menge rauszuholen, wenn es nur erstmal um die Abgasanlage geht. Also damit ist nach oben hin alles offen erstmal. Die serienmäßige, die weißt du zufällig aus dem Kopf, wie groß die ist? Die geht hier mit 70 los, wie auch vorher, die Downpipe, alles war 70 und geht dann hier auf 60 oder 63, würde ich sagen, kann es ja nicht genau sagen. Aber hier hinten dann mit 40 raus zum Beispiel. Also auch das fährt, ne? Gerade mit unserem, wir nehmen mal alles raus, wird das Ding schon echt interessant klingen gerade. Boah, der hängt aber ganz schön geil, ey. Ja, Herr Wachtmeister, das ist Serie. So als ja Spiegel. Die Reflexion, ja genau. Ein Reflexionsdämpfer ist das quasi. Wie ihr seht, bin ich jetzt mit der Oberkante vom Rohr über dem Halter. Was nicht möglich wäre, wenn ich diese Beule nicht reingemacht hätte. Und diese 2 Absätze, die da drin sind, ist, wir haben einfach eine Längenausdehnung. Und die Längenausdehnung wird selbst bei dieser kurzen Abgasanlage und der Temperatur, die wir dann am Ende haben, sind wir bei locker 20 mm. Um die 20 mm auszugleichen und die auch hier realisieren zu können, dass es so weit kommt, musste jetzt halt dort diese Delle rein. Spielt im Endeffekt aber keine Rolle. Wir haben die extra ein bisschen kürzer gemacht. Wir haben halt diese 20 mm Längenausdehnung. Am Ende wird es sauber abschließen. Also ich wäre hier noch für ein Branding drauf. Atrapovic. Dann nehmen wir sie ab, schweißen sie durch. Und wenn wir schon dabei sind und die Abgasanlage eh gerade draußen ist und Marco am Schweißen ist, machen wir das Ding mal ohne Abgasanlage an. So, das war jetzt der Referenzsound. Tata! Fertig. Ja. So. Die Abgasanlage ist fertig. Wir werden die jetzt einbauen und dann können wir schon eigentlich Gas geben.